Im dämmerigen Moment des Aufwachens spüre ich, wie meine Hand sich nach oben streckt. Sie langt nach etwas, aber ich kann nicht sehen, nach was sie langt. Ich kann nur meine karge Zimmerdecke sehen, die so trostlos wie alles in meinem Zimmer wirkt. Meine Hand verharrt eine Weile in dieser Position. Meine gekrümmten Finger fühlen sich ganz steif schon an. Doch meine Hand weigert sich nachzugeben. Sie will nach etwas fassen, was nicht da ist und nie da sein wird. Obwohl es helllichter Tag ist kein Auto auf den Straßen des Dorfes unterwegs. Es ist totenstill. Ich kann meinen eigenen Atem hören. Meine Augen qualmen über vor Langeweile, denn sie sind diesen Anblick so gewohnt. In jedem Augenblick könnte meine Augen zufallen. Die Straßen sind so unveränderlich. Kannst du dich noch an diesen Traktor erinnern? Als wir noch Kinder waren, war er neu. Letzt ist er alt. Fast schon ein Artefakt. Wann wird er wohl zusammenfallen? Vielleicht nie. Denn es ist hier so bedrückende Weltordnung geworden, dass alles gleich bleibt. Hier ändert sich nie etwas. Schau, wie die Kühe mich mit ihren Blicken durchbohren. Als wäre ich eine Heilige. Doch wer kann es ihnen verübeln? Sie sind gefangen in ihrer Tagesroutine, die nur aus Fressen, Scheißen und dann auf ihre Scheiße zu schlafen. Versteht, das ist ihr Leben. Und ihr Lebenssinn ist es, ein saftiges Stück Fleisch auf unseren Teller zu landen. Früher habe ich Sonnenuntergänge lang und ausgiebig betrachtet, weil sie etwas in mir hervorgerufen haben. Doch heute tun sie mich keine Spur rühren. Weißt du, ich könnte dir ein ganzes Buch schreiben über meine Gefühle. Doch so wie die Sonnenuntergänge lassen mich meine Gefühle kalt. Mir ist alles gleichgültig geworden. Gefühlskalt ist wohl das passende Wort dazu. Das Einzige, was etwas in mir hervorruft, ist die Sehnsucht, so wie die Vögel durch die Luft zu gleiten, ganz unbeschwert und die Freiheit völlig auszukosten. Wenn ich durch mein Fenster blicke, wird mir klar, dass meine kleine Welt schon beim Friedhof endet und alles darüber hinaus mir völlig fremd bleibt für immer. Der Friedhof ist die bittere Gewissheit dafür, dass ich hier mein Ende finde, dass ich, so wie meine Großeltern und deren Eltern, unter seiner Erde begraben werde, ohne dass ich je etwas anderes kennengelernt habe. Weißt du, jedes Kreuz, das ich sehe, denke ich nicht an Jesus oder Gott, sondern an den Tod. Ich kann nicht erklären, warum, aber das Kreuz ist für mich nicht ein Symbol für das ewige Leben im Himmel, sondern für das Nichts, das wir im Tod finden. Das sehen wir nun bei der Kirche, wo selbst der Pfarrer seinen Glauben eigentlich verloren hat und weggegangen ist. Nun steht sie leer. Die Pforten zu Gott sind verschlossen. Man kann nur einen Blick in das dunkle Innere erhaschen. Jesus am Kreuz ragt über die Sitzbänke der Kirche hervor. Im Fenster spiegelt sich der Himmel, den er uns versprochen hat und für den er so gelitten hat. War sein Leid es dafür überhaupt wert? Sind wir überhaupt zu retten? Fast jeder ist davon überzeugt, dass es am Land so viel Sonne gibt. Doch so in der Stadt verwehren uns die Häuser jeden erdenklichen Sonnenschein. Die Sonne muss sich bis nach oben kämpfen, dass wir sie überhaupt sehen. Manchmal strecke ich meine Hand nach ihr aus, um ihre Wärme zu spüren. Doch in diesem Moment wird mir klar, dass ich nicht fähig bin, etwas zu spüren. Kannst du dich noch erinnern, als wir noch Kinder waren, dass wir auf diesen Baum hochgeklettert sind, um seine köstlichen Äpfel zu kosten? Damals war unser Leben noch mit der unschuldigen Freude der Kindheit erfüllt. Nun vertoren die Äpfel des Baumes am Boden, weil es niemanden mehr gibt, der auf den Baum hochklettert, um sie zu pflücken. Du bist fortgegangen und ich schmecke nicht mehr die Süße meiner Kindheit darin, sondern eine unerträgliche Bitterkeit. Warum glauben die Leute bloß, dass der Sommer der Höhepunkt des Lebens der Blumen ist? Der Sommer ist doch ihr purer Tod. Denken die Leute nicht, dass der Sommer skrupellos das Leben aus den Blumen herausspreizt und sie in Windeseile verwelken lässt?
Kraftlos hängen ihre Blätter herunter. Das lebenfrohes Grün des Monds hat sich zu einem matten Grau verfärbt. Denkst du an das Leben, wenn du diese Blumen siehst? Würdest du für diesen Anblick den Begriff die Blüte des Lebens verwenden? Mit welchen Wörtern würdest du diesen Anblick jetzt beschreiben? Mit liebesfrohen Wörtern? Würdest du mir zustimmen, wenn ich den Sommer als Sensmann für die Blumen bezeichne? Denn Ankonie schwebt überall in der Luft hier. Ich kann weder Leben noch einen Neuanfang sehen. Alles, was ich sehe, sind Blumen, die jeder Phase ihres Lebens beraubt worden sind und schlussendlich niedergestampft unter der Erde begraben werden. Von denjenigen, die einst die Lebensblüte der Blume bewundert haben. Ich sage es dir ganz offen. Selbst da, wo Menschen Spaß und Freude sind, sehe ich eine schwächliche Seele, die in diesem Spaß und Freude bekümmerlich ertrunken ist. Darum scheint mir die Freude anderer nicht mehr als eine scheinheilige Illusion zu sein. Ich frage mich, was da sich im Wasser spiegelt. Ist das unsere Welt oder ist das eine völlig andere Welt, wo es andere Regeln und Bedingungen herrschen, wo alles anders ist und nicht stockt und daher noch etwas werden kann? Selbst wenn es so ist, bleibt mir diese Welt mit Gitterstäben verschlossen. Die Schaukel, wo wir immer gespielt haben, ist unberührt und mit Stille gehüllt, denn es gibt keine Kinder mehr in diesem Dorf. Ich bin die Jüngste hier, obwohl ich mich schon so alt fühle. Wenn wir früher in den Wald gegangen sind, habe ich mich an deiner Hand festgehalten, damit ich nicht verloren gehe. Doch heute wünsche ich mir sehnlichst, dass ich verloren gehe. Ja, dass ich mich verirre in die Tiefen des Waldes, wo mich niemand findet und dass ich nie den Weg nach Hause finde. Ich werde immer tiefer in den Wald eindringen und die Zwangsamkeit mit ihm genießen, die niemand uns nehmen kann. Obwohl ich mich Zeit sehe, dass hier alles gleich bleibt, bin ich doch durchaus froh, dass dieser Baum hier unverändert noch ist, denn er ist mein Wegbegleiter geworden. Darum fühle ich mich wenigstens nicht alleine hier. Er spendet mir Mut, doch ich habe nicht genug Mut für alles. Ich weiß, dass ich dir diesen Brief nie schreiben werde.